Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt hier am Morgen der, was ist das? Dienstag, ja, genau. Dienstag 8:30 Uhr hier im Steigenberger Grand Hotel. Yes. Ich habe euch in dem letzten Vlog nicht erzählt, worum es geht, wo wir sind. Wir sind in Leipzig bei einem Event von Porsche und Xbox Deutschland, From Rio to Spa heißt es. Und das hat einige coole Sachen. Unter anderem werden wir das neue Forza 7 auf der Xbox One S anspielen in 4K. Also das wird ziemlich cool. Und danach werden wir auch noch da bei Porsche auf einer Rennstrecke einerseits werden wir im Porsche 911 GT3 mitfahren und danach auch noch selber fahren. Also das wird ziemlich geil, ziemlich coole Sachen. Und ja, also morgen, ich habe mich eben ein bisschen frisch gemacht, jetzt geht es gleich zum Buffet und in einer Stunde kommt das Shuttle, das uns dahin bringt. Das wird alles dokumentiert, das Buffet werde ich wahrscheinlich nicht dokumentieren, weil ich will niemanden stören, der da ist. Und ja, mal sehen, wir werden noch einige YouTuber treffen. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir mal, ne? Also wir sehen uns gleich, bis dann. Servus Leute, ratet mal, wo wir jetzt sind und wer mit dabei ist. Hallo! Ja, das ist von vorne, das ist halt ein Gefühl. Ich will das sagen, hallo. Du bist Servus, der mich Stefan. Grüß dich. Servus. Wir gehen uns. So, wir sind mittlerweile bei Porsche angekommen. Wir haben schon 2 Rennen gemacht. Wir machen nämlich so eine kleine Championship, wie ihr seht. Da haben wir die ganzen Tabelle und die Strecken gefahren. Wir sind Rio und Monza gefahren. Monza war ganz okay, 4. Platz. Rio war miserabel, auf dem 2. Platz beim Start, dann nur noch schlecht, 7. Platz. Also letzter bei uns. Da seht ihr unsere Stations und die YouTuber. Und ja, jetzt geht's Porsche fahren. Wird ziemlich geil. Wir sehen uns dann. Und mal sehen, muss gucken, Videoschnitte rein. Wir kriegen hier mit Videoteam und so weiter. Also bis dann. Ihr werdet verschiedene Autos fahren. Wir haben Sport. Schön. Panorama. Nee, alles ohne Autos. Wir haben, wie gesagt, 911, Boxster und verschiedene Autos fahren. Das heißt, die Autos durchtauschen.
Uis. Keimann erst gerade. Gerade Bremsübung danach um die Rennstrecke ist ziemlich geil. Macht sau Spaß. Okay, auf geht's. 90 maximal. Und der nächste kann los. Boxster jetzt rein in 911. Mal sehen. Bin sehr gespannt. Das ist saugeil, Leute. Das ist saugeil. Klein, 2-3 Wagenlängen. Und let's go. Gerade Porsche ist auf der Rennstrecke gefahren, da seht ihr die 7 Porsche und das Safety Car war ziemlich geil, muss ich sagen. 911, 718, alles mögliche. Und ja, jetzt geht's gleich auf der Skid-Pad mit wunderbarem Wasser zum Driften und Üben und so weiter. Auf jeden Fall ein ziemlich geiler Tag, Leute. Es müsste GoPro-Footage geben und ich müsste auch eigentlich so externe Kameraaufnahmen und so weiter reinbringen. Und ja, mal sehen. Danke sehr. Hinterachse wird stark verlangsamt. Auto wird ausbrechen. Ihr müsst ganz früh spüren, wann das Auto ausbricht und dann auch nach rechts gegenlenken. Ich zeige euch noch. Also, geht los. Beschleunige hoch. 60 bis 65 km/h, geht vom Gas. Auto bricht aus, gegenlenken. Und dann kann man im Optimalfall wieder aufs Gas gehen und den Drift hier durch. Jawohl. Traut sich zuerst? So, wir sind jetzt an der Strecke, sind eben gedriftet und ja, jetzt geht's weiter mit Top GT3 RS. Da hinten kommt er gleich auf der, ich weiß nicht, ich glaube nicht auf der geraden, sondern eins dahinter, die Corkscrew hoch. Auf jeden Fall war bisher ziemlich cool und ich freue mich schon. Ihr seht auch da vorne im Porsche-Haus. Hören Sie auch und schauen. Und jetzt kommt er.
Dann haben wir noch Roman. Roman hat noch sehr Experte, trotzdem selbst geschlagen, auch im Motorsport. Dankeschön, Dankeschön. Cool, danke. Du darfst dir auch den verdienen, weil das ist Wild. Was hier in der Elite-Controller verdient, auch ein richtig geiles Teil. Das ist im Grunde die Basis, aus dem man später der GT2S-Controller geworden ist. Also auch schon ein sehr schönes Ding. Im Grunde der 911 und das 911 Turbo oder GT2, also schon nah dran. Danke sehr. Viel Spaß damit. So, dann haben wir noch. Innen drin ist das wunderschön. Das passt. Super, Dankeschön. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich. Ja. Du darfst ihn noch einmal noch streicheln. Ja. Wir stellen dein Adresse einfach an klar, dass du den Zuschnitt bekommst. Nimm ihn gerne mal in die Hand. Genau, und zeig mal so vorne. Und das Heb ihn in die Luft wie ein Pokal. Das ist ja die erste. So, wir sind jetzt fast fertig mit unserem Turnier. Wir sind zwischendurch jetzt im Porsche Museum hier in Leipzig und ihr seht schon einige coole Fahrzeuge hinter uns, aber unter anderem Carrera GT und noch einer, so gesehen zwei, Carrera GTs und Rennwagen und ganz viel ziemlich Geiles. Schon ziemlich geil, aber ich denke, da kommen jetzt noch ein paar coole Cinematic-Shots, die ihr dann sehen werdet. Also, ich bin dann mal wieder kurz weg. So, und damit sind wir am Ende des wunderbaren From Rio to Spa Events hier in Leipzig. Ich mache mal vielleicht die Badezimmertür zu, dann halt das nicht so, da ist der Griff. Und ja, war auf jeden Fall ein ziemlich geiles Event. Ich hatte mega Spaß, ich hoffe der Vlog ist gut und so weiter. Falls nicht, perfekt.
Kritik in die Kommentare. Denkt dran, ich mache das noch nicht so lange. Ich will kurz gucken, es ist, kann ich so nicht gucken, 2 Uhr oder so. Es ist ziemlich spät, hatten ziemlich viel Geiles erlebt. Ja, einfach nur so ein kleines Feedback jetzt mal zu dem Event, wenn ihr hier Zeit habt im Hotelraum. Und ja, also nochmal kurz Feedback, wie ich die Sachen fand. Also generell war sehr cool. Wir hatten ja eine Werkstour, hatte ich ja noch nie hier bei Porsche. Generell ich hatte noch nie eine Werkstour. War ziemlich cool, habe natürlich auch viele coole Leute getroffen hier. Und übrigens, ihr findet alle YouTuber, die hier waren, natürlich unten in der Beschreibung. Checkt auf jeden Fall auch deren Videos aus und ich entschuldige mich nochmal für die Lensflares. Kann ich aber nichts dafür, also beschwert euch bei Alcatraz. und ja, also Autofahren, also Porsche fahren auf der Rennstrecke, ist mir aufgefallen, das erste Mal, dass ich alleine Auto gefahren bin. Ich bin ja bisher nur mit Begleitung oder beim Führerschein natürlich und so weiter gefahren. Ich bin noch nie alleine Auto gefahren, aber auf einer Rennstrecke ist natürlich was ganz anderes als im Straßenverkehr. Aber war ziemlich cool. Hätte nur noch ein bisschen schneller gekonnt am Ende, fand ich. Weil ich bin dann auf den Geraden, zum Beispiel auf dem 718 auf den 911 aufgelaufen, nach 2 Sekunden Gas geben oder so, weil er 180 noch auf der Gerade gemacht hat. Aber egal, war trotzdem ziemlich cool. Driften war auch geil, bin dann nur leider in den Allrad 911 als zweites gegangen, das heißt, das Ding hat man nicht rausbekommen, wirklich. Und dann die Mitfahrt, ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkam, also es war cool, aber ich war jetzt nicht irgendwie geflasht davon, sag ich mal. Weil ich habe dem Fahrer auch vollkommen vertraut und der Wagen hatte halt eben unglaubliche Downforce, wusste ich. Also ich war jetzt nicht extrem wow oder so. Kann auch wie die anderen auch so reagieren. Das seht ihr dann in deren Videos, wie gesagt, in der Beschreibung ist alles verlinkt. Und ja, dann nochmal die Werkstour, hatte ich ja schon erzählt, war ziemlich geil. Sind wir nochmal schick essen gegangen, jetzt eben nochmal in einem Hotel. Sind wir ein bisschen Nintendo Switch gespielt, hatte ich auch noch nie gespielt. Und ja, einfach ein bisschen entspannt, war ziemlich geil, das Event hat mir sehr gefallen, ich hoffe es hat euch auch gefallen bei diesem kleinen Trip. Ich versuche mehr solche Dinge jetzt zu machen, mehr solche Videos, mehr solche Vlogs, mehr solche Events. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und so weiter, kennt ihr. Feedback gerne in die Kommentare und ja, ich bin auf fürs Zuschauen. Was gefallen hat, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer DCG. Ciao.